Zahlreiche Firmen haben exzellente technologische Produkte und haben doch, trotz ausgezeichneter Produkt- und Prozessinnovationsfähigkeiten, ihren Wettbewerbsvorteil verloren. Firmen wie Quelle oder Schlecker verschwinden von der Bildfläche, obwohl sie zuvor jahrzehntelang Erfolg hatten. Was haben diese Firmen falsch gemacht? Die Antwort ist einfach und schmerzhaft. Sie haben es ganz einfach versäumt, ihr Geschäftsmodell an die sich ändernden Umweltbedingungen anzupassen. Innovative Geschäftsmodelle zu entwickeln, ist zu einer Kernvoraussetzung für die langfristige Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen geworden. In Europa gibt es bislang nur wenige erfolgreiche Innovatoren, wie Nestle oder Hilti. Die meisten, wie Amazon, Google oder Starbucks, kommen aus den USA. Natürlich sind gute Produkte und Prozesse nach wie vor wichtig. Über Erfolg oder Misserfolg von Unternehmen werden sie in Zukunft aber wohl nicht mehr entscheiden. So ist Airbnb zum Beispiel die höchstbewertete globale Hotelkette, ohne auch nur ein einziges Hotel zu besitzen. Apple ist der größte Musikeinzelhändler und hat keine einzige CD verkauft. Und Netflix hat das Videothekengeschäft neu erfunden, ohne auch nur eine einzige Videothek zu betreiben. Im Zeitalter von Geschäftsmodellinnovationen findet der Wettbewerb nämlich nicht mehr zwischen Produkten und Prozessen statt, sondern zwischen Geschäftsmodellen. Aber was ist überhaupt ein Geschäftsmodell? Man verwendet den Begriff Geschäftsmodell, wenn man die aktuellen Tätigkeiten einer Firma beschreibt oder um einen Aufbruch zu signalisieren, wie beispielsweise durch „Wir müssen unser Geschäftsmodell ändern, um erfolgreich zu bleiben“. Fragt man aber nach der genauen Definition von Geschäftsmodell, erhält man viele unterschiedliche Antworten. Selbst in derselben Firma herrscht oftmals kein einheitliches Verständnis über den Begriff. Somit sitzen häufig mehrere Leute in einem Raum und diskutieren über Geschäftsmodelle, haben aber unterschiedliche Auffassungen davon, was das Geschäftsmodell eigentlich beinhaltet. Dass das nicht sonderlich produktiv ist, ist wohl allen klar. Der Business Model Canvas ist eine Möglichkeit, sein Geschäftsmodell zu visualisieren. Eine vereinfachte Form der Darstellung von Geschäftsmodellen kann mit 4 Dimensionen erreicht werden, die in einem sogenannten magischen Dreieck angeordnet werden. In der ersten Dimension steht der Kunde. Man fragt sich, wer unsere Zielkunden sind. Für jedes Unternehmen ist es wichtig, genau zu verstehen, welches relevante Kundensegment adressiert werden soll. Der Kunde steht dabei ohne Wenn und Aber im Zentrum jedes Geschäftsmodells. In der zweiten Dimension steht das Nutzenversprechen. Hier fragt man sich, was wir dem Kunden anbieten. Das Nutzenversprechen beschreibt alle Leistungen eines Unternehmens, die dem Kunden von Nutzen sind. Die dritte Dimension beinhaltet die Wertschöpfungskette. Man stellt sich die Frage, wie wir die Leistung herstellen. Die Prozesse und Aktivitäten zur Herstellung des Nutzenversprechens, zusammen mit den involvierten Ressourcen und Fähigkeiten sowie deren Koordination entlang der Wertschöpfungskette, bilden die dritte Dimension. In der finalen vierten Dimension steht die Ertragsmechanik. Man fragt sich, wie Wert erzielt wird. Diese Dimension erklärt, wieso ein Geschäftsmodell finanziell überlebensfähig ist. Sie beantwortet also die zentrale Frage jeder Firma: Wie erzielt man mit dem Geschäft Wert? Durch Beantwortung dieser 4 Fragen und der Konkretisierung der 4 Dimensionen wird das Geschäftsmodell konkret, fassbar und ermöglicht darüber hinaus eine Basis für seine Innovation. Man spricht hierbei von einem magischen Dreieck, da eine Optimierung in einem Eckpunkt automatisch Antworten der beiden anderen Seiten erfordert. Von einer Geschäftsmodellinnovation spricht man, wenn mindestens 2 der 4 Dimensionen geändert wurden.